Moin Moin, hier wieder Akifel, dieses Mal mit keinem Let's Play, sondern einer Top 5 Liste der besten ultimativen Fähigkeiten aus Overwatch. Könnt ihr natürlich alles anders sehen, ist meine persönliche Meinung, und wenn euer Lieblingscharakter oder eure Lieblingsult nicht dabei ist, nun ja, fand ich ihn einfach nicht toll genug. Egal, fangen wir einfach mit Platz 5 an, Genji's Dragon Blade. Und wir alle wissen, Genji ist schwer zu spielen. Spiele ich mit einem Genji oder spiele ich als Genji und kann mit ihm nicht umgehen, was bringt mir die Dragon Blade? Rein gar nichts. Ich slashe daneben, ich töte damit keinen, ich reflektiere den ganzen Kram sonst wohin und ich haue und haue und haue Luftlöcher. Kann ich mit Genji umgehen? Sieht das Ganze anders aus. Dann hat man eine unglaubliche Killpower mit dieser Dragon Blade, denn man sieht einen Gegner, man zerhackt ihn. Man sieht einen weiteren Gegner, man slasht durch ihn durch. Und man reflektiert den Schaden wie sonst was. Kurzum, hat ein Spieler Skill mit Genji und das gegnerische Team steht auf einem Haufen, wird es in der Luft zerschnetzelt. Ganz einfach. Auf Platz 4 für mich Torbjörns Molten Core oder geschmolzener Kern. Vielleicht eine unpopular Opinion, doch ich mag diese Ult. Es gibt einen TP-Buff für Torbjörn und seinen Turm. Die Schussfrequenz beider wird enorm erhöht. Ja, und egal wie das Timing ist, wenn man sich nicht komplett blöd anstellt, hat das Ganze eine hohe Killpower, ohne dass ein weiteres Teammate irgendetwas tut. Es richtet definitiv seinen Schaden an. Und ja, man kann vielleicht ganz gut ausweichen. Bei einem mobilen Torbjörn ist das unter Umständen auch scheißegal, und zur Not wurde man einfach ein bisschen von einem Punkt wegkontrolliert, weil man muss in dieser Zeit Deckung suchen oder sterben. Von daher für mich sehr gut. Platz 3, Widowmaker mit ihrer Infra-Sight. Man kann diese Infra-Sight zwar wesentlich seltener einsetzen als Hanzos Pfeil, also sein Vision-Pfeil, aber die Range von Widowmakers Infra-Sight ist enorm. Wir sehen das gegnerische Team und wo es steht. Wissen ist Macht. Die planen einen Hinterhalt. Nicht mehr. Wir wissen, was sie vorhaben. Die Widowmaker selbst, die weiß, wo die Leute sind. Sie verstecken sich hinter einer Ecke, sie zielt, sie kann ganz in Ruhe anvisieren und pock, Headshot. Natürlich auch nur, wenn der Spieler mit Widowmaker umgehen kann, aber ganz im Ernst, wer mit ihr nicht spielen kann, der wird auch schnell den Spaß an ihr verlieren. Deswegen eine unglaublich wichtige, ultimative Fähigkeit, die enorm Nutzen für das ganze Team hat. Auf Platz 2, Mercy's Resurrect, bzw. die Wiederbelebung. Sind wir ehrlich, das Timing ist manchmal schlecht. Wer wurde noch nicht wiederbelebt und stand auf einmal komplett umzingelt vom gegnerischen Team alleine da und dachte sich, danke, sterbe ich gleich nochmal, ohne was erreicht zu haben. Doch, es ist möglicherweise der größte Gamechanger überhaupt in diesem Spiel, denn wer kennt es auch, diese Situation auch nicht. Man liegt bis auf die Mercy tot um die Fracht herum, ist 1 Millimeter vorm Sieg, boom. Alle stehen sie wieder auf. Das gegnerische Team hat wenig Zeit zu reagieren und zack, die Fracht ist im Ziel. Es ist ein unglaublicher Gamechanger und in der Hand einer vernünftigen Mercy, die das nicht rausrotzt, um eine Person unsinnig wiederzubeleben, sondern ein ganzes Team. Tja, so kann man Spiele gewinnen. Bevor ich zu Platz 1 komme, möchte ich jetzt noch eine Honorable Mention bringen. Divas Ult, viele finden sie extrem awesome und die Bunny Bomb ist stark. Nicht nur, dass man eine richtig schöne Bombe mit großem Explosionsradius setzen kann, nein, der ganze Crap sorgt dafür, dass man am Ende auch den Mech nach dieser Bombe wiederbekommt. Hat natürlich auch ein paar Nachteile, denn letztendlich jeder ziemlich mobile Held springt einfach aus dem Weg. Widowmaker zieht sich weg, Soldier rennt in Deckung und man kann das Ding auch noch zerstören. Und ich muss sagen, ich konnte mit dieser Ult bisher nie viel anfangen, auch wenn sie fucking praktisch sein kann. Für mich aber kein Top-5-Pick, sondern vielleicht auf Platz 6. Aber egal, Platz 1, meiner Ansicht nach die wirklich wertvollste Ult in diesem Spiel, Symmetras Teleporter. Dieser Teleporter, der tötet keinen. Dieser Teleporter, der macht eigentlich kein CC. Eigentlich, was macht dieser Teleporter? Er kann Spiele ganz alleine entscheiden, denn wenn ich einen Gegner ständig belästigen kann mit meinen Helden, die haben gerade einen gegrillt und 6 Sekunden später steht er schon wieder vor ihm, ohne dass er wiederbelebt wurde. Puff.
6 Leute können, wenn sie gestorben sind, gleich wieder straight durchrushen und ein gut positionierter Teleporter sorgt dafür, dass die Leute schnell wieder da sind, enorm schnell wieder da sind und ja, dass er auch nicht so einfach zerstört werden kann, weil man den Scheiß erst finden muss. Und wenn irgendeine Ult in diesem Spiel so dermaßen Einfluss auf das Spielgeschehen nehmen kann, dann ist es wohl einfach der Teleporter und er gehört auch an Platz 1. Für mich zumindest. Wie gesagt, geskillte Spieler, ja, da braucht man keine Ult, die auf einmal das Team wegrotzt, da braucht man einfach nur den Sustain. Und Sustain ist bei solchen Spielen einfach unendlich wichtig und der Teleporter hilft da enorm bei. Ich hoffe, euch hat die Liste gefallen. Vielleicht seht ihr es anders, schreibt es in der Commentary-Section, wie ihr das seht. Und ja, hoffe, ihr schaltet das nächste Mal wieder rein. Bis denn dann.